Hallo, ich bin Nina und willkommen in der Abenteuer in der Werkstatt mit Nina. Weißt du, was das ist? Ein Bohrer. Mhm. Ein Schraubenbohrer. Das ist ein Akkuschrauber. Schau dir das Werkzeug erstmal an. Wenn wir in der letzten Folge hatten, schau dir die wichtigsten Sachen erstmal an. Genau, du weißt, wo man es einschaltet. Macht es irgendeinen Unterschied, wie heftig man drückt? Ja. Probier's aus. Wenn man vielleicht so weit reindrückt, dann wird es ganz schnell und wenn man es so reindrückt, dann ist es langsam. Wenn irgendwas passiert, was du nicht wolltest, wie schaltest du es aus? Was machst du, damit er nicht mehr dreht? Den Knopf loslassen. Genau. Aber es ist wichtig, dass man weiß, wie man was ausschaltet. Wo kann man sich verletzen dabei? Wo sind auf das Ende muss man aufpassen. Muss man auf noch was aufpassen? Dass man sie da nicht einzwickt. Kann man sich normal nicht einzwicken, aber es ist gut, wenn man darauf achtet. Kannst du jetzt das da vorne einspannen? Nö. Vielleicht andersrum? Wie machst du es zu vorne? Du verdeckst die Sicht. Und dreh das da. Dann schau mal vorne rein, ob die Backen, die da drin sind, enger zusammengehen oder damit du siehst, in welche Richtung du drehen musst. Ist er jetzt richtig drin? Noch nicht ganz. Muss ihn genau in der Mitte treffen. Jetzt lass ihn mal ganz langsam laufen, dann siehst du, dass ihn sich gerade dreht. Schaut gut aus, oder? Und weißt du, was das ist? Das ist eine Halterung, also eine Box, wo man die ganzen Schrauben, Deckel, sag ich jetzt mal. Ja, du meinst die Aufsätze für verschiedene Schrauben? Ja. Die nennt man Bits. Dann die Bits. Und dann brauchst du den. Den kannst du jetzt in den Halter vorne einstöpseln. Den Ring zurückziehen. Genau. Und weißt du, was das da ist? Eine Schraube. Hast du eine locker? Oh, locker. Das sagt man so, wenn jemand spinnt oder so, sagt man, der hat eine Schraube locker, aber das hast du ja nicht. Genau, die passt vorne drauf. Und jetzt will ich, dass du genau da die Schraube hin und die einschraubst. Und wie? Mit dem Akkuschrauber. Ja, aber wieder tue ich mir doch weh. Aber die ist doch so klein. Na, die passt schon für das. Okay. Du willst ein N machen. Ist das, meinst du, der Akkuschrauber ist dir zu schwer? Ja. Dann halte ich ihn dir und dann drück du, wie du es brauchst. Merkst du, was passiert? Ja. Der Akkuschrauber dreht die Schraube und versucht alles andere mitzudrehen. Warum will er das nicht drehen? Wenn ich versuche, dir da rein zu bohren, dann dreht sich das alles und irgendwann dreht sich Nina mit. Und was kann man da machen? Festkleben. Festkleben, gut festhalten, oder? Festhalten. Festhalten ist zwar gut, aber du bräuchtest deine Kraft ja dann auch, um die Schraube und den Akkuschrauber festzuhalten. Also kann man es festklemmen. Kann man es noch bewegen? Nein. Aber das da kann man bewegen. Ich glaube nicht. Aber das So, da. dann halte ich ihn wieder. So, und jetzt drücken wir ganz kräftig. Das ist noch heiß. Ganz heiß. Genau. Schrauben, wenn sich eine drehen und dann, wenn man zu schnell dreht, können heiß werden. Vor allem, wenn man es dann wieder rausschraubt. Hält es jetzt fest zusammen? Ja. Was ich jetzt eigentlich gehofft hätte, und darf ich es auch nochmal probieren? Ja. Ich hätte eigentlich gehofft, dass da jetzt
was schief geht. Genau. Oh. Ich habe falsch. Das wollte ich dir eigentlich zeigen, was passieren kann, wenn man zu kräftig reinschraubt. Da sieht man es gut. Die Schraube ist zu weit reingegangen und der Kopf hat das Holz gespalten. Kaputt gemacht. Und auch hier unten ist auch noch gebrochen. Also das war nicht gut, darum habe ich gemacht. Aber das kann man vermeiden, indem man vorbohrt. Das heißt, ein Loch durch das erste Stück durch für die Schraube macht. Und das macht man auch damit. Kannst du den wieder aufmachen? Rausnehmen. Brauchst gar nicht so weit. Nee, sobald du das rausnehmen kannst, reicht's. Und dann den Bohrer rein. Wie weit? So weit wie er reingeht. Genau, ist in der Mitte. Und weißt du, was das für ein Bohrer ist? Lochbohrer. Ganz einfach. Das stimmt, ja, aber wir hoffen von allen Bohrern, dass sie Löcher bohren. Das ist ein Holzbohrer. Nein, Nina, noch nicht. Nee. Muss gleich wieder zusammendrücken. Und so. Weil, wir wollen ja, damit es nicht passiert, erstmal ein Loch vorbohren. Aber wenn wir das Loch durch beide Teile vorbohren, dann hat die Schraube nichts mehr zum Festhalten, oder? Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal durch diesen Teil ein Loch bohren. Das können wir machen, indem wir es so hinbauen und dann festklemmen. Und bohrt da mal ein Loch durch. Yeah. Und dann wieder rausziehen. Glaubst du, das ging besser, wenn das Loch schraubenförmig wäre? Ja. Gut, dann mach den Bohrer hier mal raus. Und jetzt kannst du das da einspannen. Das ist ein sogenannter Kegelsenker. Ja, das ist aber doch dicker. Ich mache ganz vorsichtig damit arbeiten. Ist er gut drin? Hast du geschaut, ob er in der Mitte ist? Ja. Dann nimmst du den vorsichtig und ganz langsam drücken. So. Der. Der war scheinbar noch nicht richtig drin. Und jetzt siehst du, was passiert ist? Ja. Der Rand ist schon ein bisschen schräg. Tu die Schraube noch mal rein. Jetzt passt es schon besser. Passt schon richtig gut oder sollten wir noch ein bisschen weitermachen? Noch ein bisschen. Dann mach noch ein bisschen weiter. Ja. Probier die Schraube noch mal. Jetzt passt aber gescheit. Und dann gibt es noch eine Sache an dem Schrauber, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Weißt du, was das da ist? Nach so einem Dings, dass man Löcher. Wie ein Bohrer. Genau. Wie schaut das da aus? Erkennst du es? Nadel. Ja, es soll eigentlich eine Schraube sein. Aber wenn man diesen Hebel jetzt in die Mitte stellt, dann ist er im Schrauberbetrieb. Nicht mehr im Bohrer, sondern im Schrauberbetrieb. Und dann kann man hier mit dem Ring, da ist jetzt so 4 und dann eine 8. Das ist dann die 1. Kann man einstellen, wie kräftig er schrauben soll. Schraub damit mal die Schraube ein. Mit 1. Ja. Lieber erstmal zu wenig als zu viel. Soll ich den halten oder schaffst du es? Ich schaff. Hast du gemerkt, was passiert ist? Hat ein bisschen gedrückt. Und das heißt, Nina, der geht, je nachdem wie viel du einstellst, hört er bei einer bestimmten Kraft, die er braucht, auf. Sprich, das, was ich da gemacht habe und die Schraube einfach mit Gewalt reingedreht, geht da nicht mehr. Das kann man auch dabei. Wenn man es stärker einstellt, dann dreht er weiter, ja. Weißt du, was ich mache? Nö. Ich lasse es eigentlich immer auf 1 und wenn eine Schraube dann nicht weit genug reingeht mit 1, dann drehe ich es ein bisschen höher. Ach, werde immer nur. Aber Nina, was hast du heute gemacht? Ein N gezeichnet. Gemacht. Ein N wie? Nina! Also Nina, was hast du heute gelernt? Man muss schauen, dass man die richtige Schraube und den richtigen Bohrstopsel hat. Du meinst das richtige Bit.
Richtig. Geht's dir gut? Ja. Jetzt ist langsam Zeit fürs Bett, oder? Nö. Also, Nina hat halt gelernt, wie man den Akkuschrauber benutzt. In der ersten werkzeugbezogenen Folge von Abenteuer in der Werkstatt mit Nina. Auf meiner Homepage findet ihr das Werkstattdiplom, das ihr benutzen könnt, wenn ihr selber einem Kind das beibringen wollt, was ihr macht. Denkt dabei aber dran, alles was ihr macht, ist eure Verantwortung, also macht nur das, womit ihr euch sicher fühlt. Genauso wie es wir machen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie uns. Denkt natürlich daran, diesen Kanal zu abonnieren. Nicht nur um meine Videos zu sehen, sondern auch um weitere Folgen von Abenteuer in der Werkstatt zu sehen. Und, was sage ich immer? Sagen wir es zusammen? Ja. Und denkt dran, euch inspirieren zu lassen. Licht aus.